Hallo und willkommen bei Autark Woman. Heute werde ich euch eine Menge Dinge vorstellen, die ich nicht mehr kaufe. Und der erste und größte Punkt sind Nahrungsmittel. Ich baue auf unserem kleinen Hof fast alles, was ich esse, selbst an. Viel Gemüse, Beeren, Obst, Kräuter und natürlich Kartoffeln, die einen großen Teil meiner täglichen Nahrung ausmachen. Die einzigen Lebensmittel, die ich immer noch kaufe, sind Haferflocken, Dinkelmehl, Dinkelkörner, Öl, Salz und Fisch. Alles andere ernte ich selbst. Das spart eine Menge Geld und ich weiß, was ich esse. In den ersten Jahren als Selbstversorger habe ich alles Saatgut gekauft. Heute ernte ich das meiste selbst. Noch nicht alles, doch jedes Jahr mehr. Ich habe früher Plastiktüten gekauft und sie später als Mülltüten verwendet. Heute verwende ich diese haltbaren Tüten. Ich habe sie gekauft, bevor ich ganz aufgehört habe, Plastik zu kaufen. Und ich verwende Stofftüten. Davon kaufe ich dann später mehr, wenn diese anderen haltbaren Plastiktüten kaputt gehen. Und ich habe mir eigene Obstnetze genäht, für gekaufte Äpfel, wenn meine gelagerten Äpfel alle sind. So brauche ich auch dort dann kein Plastik oder auch keine Papiertüten mehr zu verwenden. Notizblätter. Ich kaufe keine Notizblätter mehr. Ich verwende nur noch alte Briefumschläge, die ich zu Notizblättern zurechtschneide. Ich mache mein Deo selbst. Wie? Schau einfach mein letztes Video. Ja, was ist mit dem Friseur? Gehe ich zum Friseur? Bezahle ich dafür? Nein. Seit ungefähr 30 Jahren war ich nicht mehr beim Friseur. Die ersten Jahre habe ich meine Haare selbst geschnitten und seit ungefähr 15 Jahren lasse ich sie einfach wachsen. Ich schneide ab und zu den Pony ein bisschen, hier die Seiten ein bisschen auf, damit das ein bisschen lockerer wird, aber sonst mache ich da nichts dran. Also nein, ich spare mir den Friseur komplett. Küchenwischtücher. Ich verwende alte Handtücher, die ich zur Wischlappengröße zurechtschneide. Da ich diese waschen kann, sind sie immer wieder zu verwenden. Ich mache auch meine Hand- und Hautcreme selbst. Es ist ähnlich einfach wie das selbstgemachte Deo. Irgendwann werde ich auch darüber mal ein Video machen. Man kann auch seine Zahncreme ganz einfach selbst herstellen. Ein Rezept dafür findet ihr in meinem Buch Gesund Leben. Doch ich verwende gar keine Zahncreme. Ich putze meine Zähne nur sehr gründlich mit Wasser. Und einmal pro Woche putze ich sie mit Natron.
Das funktioniert ähnlich wie Zahnweiß-Zahnpasta. Shampoo verwende ich seit vielen Jahren nicht mehr. Ich wasche meine Haare mit Seife. Eine Seife ohne Parfüm und ohne andere unnötige Zusätze. Danach spüle ich meine Haare gründlich mit Wasser aus und anschließend mache ich eine saure Rinse mit Zitronensaft. Putzmittel für das Haus. Ich putze alles in unserem Haus mit derselben Seife, mit der ich auch meine Haare und meine Hände wasche. Muss ich etwas richtig schrubben, füge ich Natron hinzu. Das wird dann fast wie Scheuermilch. Ja, was ist mit Schminke? Benutze ich Make-up? Nein, nie. Ich habe auch noch nie Make-up benutzt. Klar, ich habe es mal probiert bei speziellen Anlässen. Ich bin allergisch, aber der Hauptgrund ist tatsächlich, dass ich mich nicht angucken mag, wenn ich Make-up drauf habe. Das bin dann nicht ich, da komme ich irgendwie nicht mit klar. So, wenn man mich sieht, dann bekommt man auch mich. Da ist nichts versteckt hinter Schminke. Ja, das bin einfach ich. Und wenn ich mir so die anderen Frauen angucke, dann kann ich auch sagen, dass es jede Menge Geld spart. Binden. Ich verwende seit vielen Jahren Baumwollbinden. Sie sind waschbar und hautfreundlich. Seit ich diese Baumwollbinden verwende, hatte ich keine einzige Pilzinfektion mehr. Es gibt aber auch andere Alternativen zu gekauften Binden, falls du gerade diese Binden nicht magst. Plastik im Haushalt. Wie viele andere auch, hatte ich viele Plastikutensilien in der Küche. Da Plastik aber aus vielen Gründen schlecht für die Umwelt und auch für die Gesundheit ist, habe ich über die Jahre fast alles ausgetauscht gegen Schüsseln und Küchenutensilien in Keramik, Glas, Holz und Edelstahl. Synthetische Fasern in Kleidung. Synthetische Fasern sind aus Plastik und Plastik will ich ja vermeiden. Also habe ich über die Jahre alles ausgetauscht. Egal ob neu oder Secondhand oder selber genäht, ich kaufe nur noch Kleidung und Stoffe aus Baumwolle, Hanf oder Leinen. Leider bin ich auf Schafwolle allergisch. Das wäre sonst auch noch eine Alternative. Ja, was ist mit Parfüms und anderen Duftstoffen? Benutze ich überhaupt nicht mehr. Es ist nicht so, dass ich manche Sachen nicht mag. Also ich mag zum Beispiel Vanille sehr gerne zum Beispiel, aber ich vertrage sie nicht. Also mein Körper kann flüchtige Stoffe nicht entgiften und mir wird wirklich ganz furchtbar übel davon. Also benutze ich gar nichts, weder in Cremes noch Seife noch irgendwelche Sachen. Ich vertrage auch keine ätherischen Öle, so das ist halt so das komplette Paket mit allem, was irgendwie flüchtige Stoffe sind. Da fällt natürlich auch Abgase und so drunter, aber die riechen ja sowieso nicht gut. So von daher, nein, Parfüms spare ich mir komplett, kaufe ich nicht, benutze ich nicht. Ich verwende immer noch Klopapier, allerdings nur für Nummer 2. Für Nummer 1 verwende ich waschbare Stofftücher statt eine Menge Papier. Das hört sich eklig an, es ist nur für Nummer 1.
Und ich finde es wesentlich weniger eklig als waschbare Babystoffwindeln, wo beides reinkommt. Und darüber rümpft auch kaum jemand die Nase. Stofftücher sind waschbar als Kochwäsche. Das ist wirklich eine saubere Sache. Glaubt mir. Ich backe auch unser Brot selbst. Speziell mein Mann isst viel Brot. Zum Glück liebt er meine selbstgebackenen Brote. Ich backe sogar Knäckebrot selbst. Ich kaufe niemals Papiertaschentücher. Ich verwende waschbare Stofftücher. Genau wie bei meinen Toilettentüchern schneide ich einfach alte T-Shirts oder andere abgetragene Kleidung in die Größe, die ich haben will. Bücher. Ich lese viel. Sehr viel. Doch ich kaufe keine Papierbücher mehr. Ich verwende einen E-Book-Reader und lese E-Books. Ich lese so viel, dass ich für Papierbücher keinen Platz habe. Und sie wegzuwerfen, das empfinde ich als Verschwendung. Ich liebe Bücher. Ich schreibe sogar selbst Bücher. Ja, das hier sind 2 meiner Bücher. Und auf meiner Homepage könnt ihr alle meine Bücher finden und auch meine Kunst. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen und vielen Dank fürs Zuschauen.